Willkommen bei Roderhaus Bus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viele Menschen spielen ja heute mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Ja, aber wohin? Wir sind in Mendoza im Herzen Argentiniens und hier treffen wir Auswanderer, die sich für dieses echt geile Land entschieden haben. Wir stellen uns die Frage, ist es kompliziert nach Argentinien auszuwandern? Was für Papiere braucht man und was muss man bedenken? Viel Spaß beim Video. Argentinien. Das Land hat eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratkilometern. Also mehr als 7-mal so groß wie Deutschland. Seit 1816 ist Argentinien unabhängig von Spanien. Hier leben ca. 47 Millionen Menschen, von denen ein Großteil europäische Vorfahren hat. Die Amtssprache ist Spanisch. Es werden aber auch indigene Sprachen gesprochen wie Guaraní und Toba. Man bezahlt hier mit dem argentinischen Peso. Derzeit ist 1 Euro ca. 1200 Pesos. Bis 1950 gehörte Argentinien zu den reichsten Ländern der Erde und wurde in den darauffolgenden Jahren durch sozialistische Regierungen in den Bankrott getrieben. In den letzten Jahren hatte das Land mit einer starken Inflation zu kämpfen. Seitdem Javier Milei das Land regiert, hat sich die Inflation normalisiert. Die Lebensmittelpreise bleiben allerdings auf einem extrem hohen Niveau. Das Land verfügt über reiche Bodenschätze, wie Erdöl und Lithium. Traditionell ist die argentinische Wirtschaft durch Landwirtschaft und Viehzucht geprägt. Im Norden ist das Klima subtropisch bis tropisch, im Süden trocken und im Feuerland herrscht ozeanisches Klima. Wir befinden uns in Mendoza, im Herzen Argentiniens. Die Stadt ist bekannt für guten Wein und gutes Essen. Und ganz Argentinien ist bekannt für sein Asado. Richie, Mann, total cool, dass das geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat, Jürgen. Ja, lange her. Wir haben uns das letzte Mal in Ushuaia am Ende der Welt, seitdem... Am Ende der Welt, ja, genau. Seitdem ja, kenne ich dich. Das war toll. Ja, Hammer. Ja. Also Richie, seine Frau Abigail und Zoe, die Tochter. Hey, Hammer, wir, wirklich seit dem Ende der Welt, ist mehr seit einem Jahr jetzt schon, ne? Ja, genau. Und sag mal, hier hinter dir, Meet Around the World, das ist dein Ding, dein Videokanal? Richtig, mein YouTube-Channel, ja, ein bisschen vernachlässigt, aber ja gut, ich habe noch mehr Hobbys. Ich bin mehr am Grill als am Video. Ich hab aber den Eindruck, dass du sehr, sehr gerne Fleisch magst. Nee, ich liebe Fleisch. Ich bin ein Fleischliebhaber, absolut. Der Fleischfresser pur. Carnivoro. Aber das ist mal eine ganz andere Sache. Du warst jetzt mit dem Ding hier hinter uns 5 Jahre lang auf Weltreise, ne? Genau, ja. 5 Jahre USA gestartet, dann war die Pandemie und dann waren wir ein bisschen länger in den USA, dann Mexiko, auch ein bisschen länger und es war aber super toll, es war wichtig. Man lernt so langsam zu reisen, dann Guatemala, dann durch ganz Zentralamerika bis nach Panama, dann verschifft nach Kolumbien, dann Ecuador und runter bis Peru, Bolivien, bis nach Feuerland, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann wieder hoch und dann war die Reise so wie, ja, was machen wir jetzt, oder? Genau. Und dann seid ihr gelandet, aber mein anderer, ihr wart auch am Orinoco, habe ich gesehen. Ihr seid ja völlig bescheuert da durch den Dschungel. Nee, wir sind schon Kilometer gefahren. Wer macht denn sowas? Ja. Wir waren abenteuerlich unterwegs, das stimmt, ja. Also das stimmt, ja. Immer auf der Suche nach dem letzten Abenteuer. Und genau. was für eine Karre hast du da drunter normalerweise? Ein Dodge Ram 3500 Diesel, okay. Cummins, genau. Das hat sich als gut bewiesen. Also der hat es auch durchgezogen? Ja, der hat es durchgezogen. Ihr wart im Amazonas irgendwo auch gewesen? Also seid ihr im Dschungel? Ja, wir waren im Dschungel, genau, ja, absolut, ja. Ecuador und nee, das war ein Abenteuer von A bis Z. Unglaublich geil. Ja. Aber dich als Meet Around the World und Fleischfresser hat es dann echt am Ende nach Argentinien verschlagen, wenn ich es so richtig verstehe. Genau, irgendwann landet jeder Meat Lover in Argentinien. Da musst du ja vorbeikommen. Oder? Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Nee. Lustige Geschichte, das beste Fleisch habe ich in Honduras gegessen. Ach. Nee, das war Zufall. Aber nee, Argentinien, das ist das Mekka der Fleischfresser. Und hier wohnen wir jetzt. Schön. Genau. Also, pass auf, wir gehen jetzt in die Carniceria und kaufen uns ein schönes Stück Fleisch und dann kommen wir zurück und dann grillen wir. So ein richtiges Asado, so ein richtiges Absolut. argentinisches So wie die Argentinier grillen, ja, wow. Mit so 10 Kilo. Wollen wir noch? Ja, so ein richtiges Stück. So ein richtiges, ja, nee, bin mit ich dabei. Knochen und allem. Bin ich dabei, habe ich richtig halbe Bock Kuh. Drauf. Zeig mir, wo es die halbe Kuh gibt. Auf, los, lass uns let's go. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was fire and she was gasoline. Ja, ich bin mit Richie im Auto und wir fahren jetzt zu was ganz typisch Argentinischem, also einer richtigen Charcuteria. Und die schlachten da auch selber, oder? Hast du gesagt, ne? Ja, die schlachten da, ja, genau. Carniceria mit Fiamberia.
Ah, geil. Dicker Laden, ja. Ah, schön. Da freue ich mich drauf. Und wir müssen halt sehen, argentinisches Rindfleisch, das ist so einzigartig. Und die lieben es, die zelebrieren es hier. Und das ist natürlich, wenn du dann so einen Laden hast, der sich dann auch darauf spezialisiert hat, dann ist das richtig geil. Da bin ich echt gespannt. Ja, cool. Ja, das ist Kultur. Ja, absolut. Und geschmacklich auch der absolute Mega. Absolut, ja. Nee, das Fleisch ist gut hier. Ja. Ich auch. I was firing, she was gasoline. Wow. Nimmerchen. Wow. Und du gehst öfter hier einkaufen? Ja, ich gehe seit ein Weilchen immer hier einkaufen, weil die gefällt mir, die Metzgerei. Die gefällt mir super gut. Einzigartig. Ja, die ist groß und die hat einen guten Umsatz und da ist immer das Fleisch frisch. Weißt du? Es sieht unglaublich gut Du aus. kriegst alles immer. Manchmal gehst du in eine kleine Metzgerei und sagst, können was hier haben. Oh, jetzt hat der eben gerade das letzte noch. Oh. Scheiße. Genau, und hier kriegst du es. Also, Was machen wir? also wir werden Costillar kaufen, Ja. oder? Die Rippe von der Kuh, sehr argentinisch. Und dann werden wir noch ein paar Würste kaufen, Chorizo und Morcilla, das ist die Blutwurst. Und dann noch ein paar Innereien wie Cincioline und vielleicht noch Molleja. Das ist die Glandula. Und ich glaube, dann werden wir Ich bin morgen... gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Er ist der Grillmeister. Das wird richtig dick. Meat around the world. Meat around the world. Chockfleisch, das ist vom Hals, von der Kuh. Schweinenacken sozusagen. Genau. Rindernacken sozusagen. Rindernacken und hier die New York Strips. Und ja, Ossobuco, es hat alles hier, immer. Und el costillar me puede cortar como un pedazo de como 6 kilos más o menos de este. O como el entero, ¿cómo lo vendes? Se vende así completo, si lo llevas completo te queda más barato, te queda 7.000. Ah, cuando lo... Ok. ¿Me puede mostrar todo el pedazo? Por favor. Ah, mira. Ok, eso es el costillar. ¿Y lleva como cuántos kilos más o menos? Este tenés como 10, 11 kilos. 10, 11 kilos. Ok, le damos... Si lo llevas por metro te queda a otro precio. Bueno, ok, lo llevamos todo. Perfecto. Ahí te lo preparo. Du bist alles? Alles. Estos son las aranitas. In English we call this the butcher's cut. And here kriegst du die überall und absolute Delikatesse. Wir nehmen uns 2, 3 mit und dann. Ja, was sind Aranitas genau? Also es kommt von der Innenseite vom Bein. Okay. Und gibt es nur 2 Stück pro Tier. Okay. Und absolute Delikatesse. 4, sí. 5, 6, 7, 6, 6. Sí, dame parrillero. Como 4. Sí. Ja, das sieht doch super aus. Ich freue mich. Bisschen Fleisch. Jetzt musst du mir helfen. Ja, ich komme. Muss aufhören zu filmen. Ich muss tragen. Ja, Richie, voll die geile Nummer. Was ist das für ein geiler Laden? Nee, absolut. Mein Lieblingsladen. Ich habe immer einen neuen Lieb, aber der ist jetzt wirklich top. Meine Nummer 1. Also richtig voll cool, ja. Ja, das liebe ich. Ihr wisst ja bei Rothausbus, wir fressen uns durch die Welt. Und Richie bringt uns jetzt hier wirklich dem Beef näher. Also richtig fett. Ich meine, ich habe ja selber schon ein bisschen Ahnung vom Grillen, aber er ist halt wirklich jetzt der Meister. Und da freue ich mich drauf, einfach mal zu sehen, wie man aus so einem 9-Kilo-Stück, ne? 9 Kilo war das. Ja, es war fast 10 Kilo, ja. 10 Kilo Rippe Nee. und die hauen wir jetzt, wie viele Stunden hast du gesagt? 5, 6 Stunden sicher, ja. Doch, ja, wird's gehen. 5, 6 Stunden auf dem Grill und dann können wir hoffentlich die Knochen rausziehen und haben so ein richtig weiches Teil. Und wenn nicht, ist es auch so weich. Ja, freue ich mich drauf. Ja.
sieht ja geil aus. Nee, schönes Stück. Voll. Und was machst du damit jetzt? Machst du da noch irgendwas? Machst du da nur Salz ran oder was machst Nur du? Salz. In Nur Argentinien arbeitet man eigentlich nur mit Salz und ein gutes Fleisch braucht nicht mehr eigentlich, das stimmt. Also kein Pfeffer, kein gar nichts? Nee, nur man Salz. kann, wenn man will, aber Pfeffer verbrennt ja sowieso mit der Hitze, also Okay. kann man am Schluss ja auch drauf machen. Genau. Ich mache jetzt noch ein bisschen das Fett weg da, so wo es ein bisschen zu dick ist und sonst ja, geht das dann so ganz an den Grill. Ein Stück, fast 10 Kilo waren es, ne? Das waren fast 10 Kilo. Ja? sollte reichen. Unglaublich, unglaublich. Genau. Sag mir doch mal, wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich hier? Seit wann seid ihr hier? Wir sind auf dieser Finca oder Ja, in Argentinien. In Argentinien sind wir jetzt ein Jahr und 4 Monate. Schön. Ja, genau. Alles in allem. Und warum habt ihr euch am Ende für Argentinien entschieden? Ja, ich wusste das ziemlich schnell schon. Wir sind da im Oktober 23 eingereist und erste Carniceria, da war der Fall klar, oder? Genau, nee, mir gefällt die Kultur und das Kultur mit Fleisch und Asado. Die Leute sind immer sehr nett und das Klima und es ist sehr wie sagt man, ein offenes Land und nee, mir gefällt es hier vom ersten Tag an. Es ist ein Gefühl, das kann man schwer erklären, aber trotzdem, ja, und schau dich um, es ist wunderschön und Hast du recht. genau, und hier kann ich mich ein bisschen, ich finde ein bisschen mehr Freiheit so. Okay, verstanden. Genau. Und warum ausgerechnet Mendoza? Mendoza, weil für mich passt das Klima perfekt. Das Klima ist trocken, ist schön, immer blauen Himmel und dann die Landschaft. Hier hinten haben wir die Anden, man sieht am Bergpanorama die 6000er und das auf blauem Himmel, wunderbar. Hier unten überall Rebberge und Olivenbäume und nee, es ist so ein Mix zwischen mediterran und den Anden, oder? Und wie gesagt, das Klima hat mich finde ich super hier. Du hast es ja eigentlich auch gar nicht so weit bis zum Meer, ne? Also du musst ja nur sozusagen über die Alpen rüberfahren. Eigentlich über die Berge und dann bist du in Chile und dann bist du schon fast am Meer. Genau, das ist ungefähr gleich weit, wie wenn ich von der Schweiz, also in Zürich, nach Italien fahre. Das habe ich etwa gleich lang. Also eine perfekte Lage, kann man sagen. Genau. Schön. Ja, und die Finca hier, die habt ihr gekauft? Die haben wir gekauft, ja, vor 3 Monaten. Hammer. Ja, voll nee, schön super. hier. Ja, es ist wirklich voll schön hier. Absolut. Und war das schwierig, die Finca hier zu kaufen oder gab es da irgendwelche Einschränkungen? Muss man da bestimmte Papiere vorweisen? Nee, das war ganz einfach. In Argentinien kann auch ein Ausländer Grundstücke kaufen und Häuser. Und das Einzige, was wir machen mussten, waren, da wir die DNI, also die Niederlassung oder so noch nicht hatten, mussten wir eine Steuernummer beim Steueramt holen. Und das war eine 5-Minuten-Geschichte und fertig. Das war's, ja? Ja, das war's. Also du musst nicht hier gemeldet sein, um hier Nee, zu kaufen. Ja? nee, Du musst musst du dich nicht. nur steuerlich Genau. registrieren und Ja, dann... das ist alles. Ja. Ist ja schon geil. Ja. Nee, das ging also ganz einfach, ja. Schön, also unglaublich. Also gibt's in anderen Ländern hast du ja viel mehr Probleme. Genau, ja. Also das gibt Länder, kannst du als Ausländer nur mit einem Local ein Haus kaufen oder du hast sonst Auflagen oder nur auf 100 Jahre, aber hier kannst du kaufen und ja, ist ein Vorteil. Extraño perder a tus manos conmigo, tener a tus brazos de abrigo, no amar el recuerdo de ti. Extraño pasearme en la noche si duerme, hablar con tu boca de frente, besando el silencio en tu voz. Ja, komm her mit dem Ding. Das kommt jetzt auf den Marterpfahl, ne? So, Wow. Was ein Teil. macht Spaß. Und das wird jetzt festgebunden und dann so schräg übers Feuer gestellt, ne? Ja, genau. So ans Feuer ran, genau. So mit der Radiationshitze wird das gegart über Stunden und dieses hat bestimmt 4, 5, 6 Stunden. 6 Stunden Garzeit. Das kann sein, ja. Unglaublich. Das heißt, also, du machst die Kohle auch immer so, dann, wie machst du das? Langsam drunter? Also ich habe auf einer Seite ein Feuer und das unterhalte ich immer und schmeiß wieder ein bisschen mit der Schafe ein bisschen unten hin und einfach, dass es immer genügend die richtige Hitze hat. So. Okay. Aber da braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? Also das kommt mit der Ja, das Zeit, muss ne? man ein bisschen, genau, Also ein bisschen üben. So, jetzt
Kommt das rüber und dann binden wir das fest mit Draht. Also du meinst, du bindest mit Draht fest, mit der Befestigungsmethode, die die Argentinier grundsätzlich für alles benutzen? Genau, also mein Freund, der Argentinier, der Ruben, der sagt immer, das halbe Land ist mit Draht zusammengemacht. Also ich kann nur sagen, das funktioniert wirklich. Unser Turbo ist ja jetzt auch nur noch der Lufteingang mit Draht fest. Ja, genau. Du musst immer Draht dabei haben. Genau, wir hoffen, dass wir damit auch die nächsten 100.000 Kilometer weit kommen. Also die Befestigungsmethode Draht funktioniert. Draht funktioniert immer. Alambre in Spanisch. Alambre. Genau. So, Was heißt das? das ist die ganze Geschichte, ja. Jetzt müssen wir noch schauen, dass diese Temperatur hier, so, kann ich das ein bisschen drehen, so. Also die Temperatur hier, die darf jetzt einfach nicht zu heiß sein. Also das sieht echt richtig fett aus. Also Nee, das wird gut, ja. ich freue mich wirklich drauf. Dickes Stück. Ich fühle mich wie Obelix bei dir. Also da ist man als Fleischfresser am richtigen Platz. Aber jetzt mal gefragt, was hast du vor, mit dieser Fingerhill zu machen? Komm mal mit, ich zeig's dir. Ja, cool. Das war mein Haus, mein Garten und jetzt gehen wir in die Finca und da haben wir nochmals 200 Meter vor uns und hier wird ein Campingplatz entstehen. Und zwar ein Campingplatz für Overlander, so wie wir es sind. Oder Okay, alles klar. Das heißt also Leute, die sozusagen hier durch die Gegend reisen und einen coolen Spot in Mendoza wollen. Genau. Einen guten Ausgangspunkt, um wieder nach Chile zu kommen oder sonst Absolut. was. Hier ein paar Tage ausruhen, ihr Auto stehen lassen, heimfliegen, das ganze Programm, genau. Alles klar. Das heißt also, man kann ja in Argentinien, glaube ich, bis zu 12 Monaten sein Auto lassen. Hier ne? kriegst du einen Tipp für 8 Monate normalerweise. Okay. Manchmal weniger, manchmal mehr, aber 8 Monate ist so die Regel. Okay. Und da kann man das Auto schon mal stehen lassen, heimfliegen, hier hat es einen internationalen Flughafen. Und Natürlich, das ist natürlich das geil. ist perfekt, ja. Und das heißt, wie viel, also, aber du weißt noch nicht, wie viele Plätze du hier machen willst. Und Nee, aber ich mache da mal quasi eine Hektare auf einmauern und dann Camping mit Toiletten, Duschen und dann eins nach dem anderen. Ich muss das erfinden. Ja, aber ich bin dran, ich bin wie du siehst, ich bin am Bäume fällen und mache Platz und die Mauer hier habe ich Kostenvoranschläge. Da kommt nächste Woche einer und macht eine Mauer. Also das geht vorwärts. Okay, Genau. okay. Und können denn jetzt schon Camper kommen eigentlich? Oder? Bis jetzt kommen Freunde. Okay. Und Deswegen sind wir übrigens ja, auch genau. Wir sind noch nicht auf Overlander und wir freuen uns über jeden, der kommt. Und wir haben immer Leute hier. Es ist fantastisch. Aber wie gesagt, ich muss zuerst den Camping bauen. Und wenn der gebaut ist und dann in 10 Jahren stehen hier große Bäume und alles. Aber Das braucht Zeit, ja? Genau, braucht Zeit. Also ein Camping braucht immer Zeit, weil man hat ja am Anfang eben ein Feld und da muss halt natürlich, bis die ganze Vegetation gewachsen ist, das hat sein... Ja, Genau, das ist einfach ja, eine Geschichte. aber mein Ziel ist für die nächste Saison, wenn die Leute von hier Richtung Süden, Richtung Ushuaia fahren, da will ich operativ sein. Ja. Alles klar, alles klar. Genau. Nee, also ein paar Monate geht's los. Ja. Hammer, Logisch. hammergeil. Wir sind dran. Ja, im Moment natürlich, wir hatten schon das Glück, ein paar Overlander, die kamen vorbei, Freunde, die wir in Mexiko kennengelernt haben und anderswo, die kamen vorbei und die haben uns geholfen hier mit Bäume fällen und Gras schneiden, alles. Ich brauche Schreiner für Toilettengebäude, also wer Lust hat, ihr seid willkommen für Kostenlogis. Wir haben immer ein Projektchen hier. Also am Work und Travel, also ihr habt es gehört, Work und Travel, wer Genau. Bock hat, wer Schreiner ist, wer sich mit Holzarbeiten auskennt, es müssen Toilettenhäuser gebaut werden, es müssen Unterstände gebaut werden. Genau. Also wer solche Arbeiten macht und Bock hat auf Work und Travel, bei Richie melden. Wir packen all die Kontaktdaten von Richie und seiner Familie unten in unsere Beschreibung rein. Und wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach bei denen oder bei uns oder wie auch immer. Wir stellen den Kontakt her. Und dann habt ihr hier eine tolle Möglichkeit sozusagen zu arbeiten und Mendoza zu genießen. Genau.
und gleichzeitig Nein, Richie zu helfen, gemeinsam sehr- was Geiles zu grillen. Sehr touristisch hier mit Wein und Olivenöl, alles mögliche Berge. Ja, kommt her, ihr müsst das sehen. Fleisch. Fleisch! Ja, lass mal gucken, was mit dem Fleisch los ist. Absolut, let's go. Hey! Beautiful girl. Hallo, wie geht's? Wie geht's dir? Oh, sehr gut, danke. Und dir? Bien, me alegro. ¿Todo Ja, bien? ¿Cómo ha sido tu día con los niños? Ja, so eigentlich. Die Kinder, sie haben noch nicht angefangen, aber ja, so wir machen zuerst Training mit meinen Kollegen. Ich leite Training für das Englisch-Team. So, es war eine strenge Woche, aber endlich ist es Freitag, Ja, Valentinstag. genau. Woohoo. Happy Valentine's Day. Tú eres una maestra y ¿cuántas horas trabaja cada día? So ich habe angefangen nur nachmittags, aber jetzt habe ich ich arbeite Vollzeit, so 8 Stunden pro 8 Tag. Stunden. Ja. Okay, so Vollzeit. Ja, lange Tage. Dann kann man also sagen, dass du schon richtig im System angekommen bist, oder? Ja, richtig. Ja, ich bin legal. War es schwer, einen Job hier zu finden? Also oder bist du einfach da reingekommen? Eigentlich nicht so. Ich bin Primarlehrerin und ich klopfte einfach an die Türen 5 zweisprachige Schulen an und eine dieser Schulen bot mir einen Job an. Und musstest du dafür Dokumente vorlegen? Also musstest du dann zeigen, dass du Lehrerin bist mit deiner Ausbildung, mit allem drum und dran? Ja, ich musste so alles übersetzen und mit einer Apostille machen. Und so zum Beispiel mein Heiratsurkunde und wie sagt man, Universitätszeugnis. Ja, so. Ja, hin und her an der Büro Immigration. Okay, das heißt also, du musstest all deine Dokumente wirklich übersetzen, apostillieren lassen und nur dann wurden die auch anerkannt. Ja. Okay. Musst du Spanisch können, um hier arbeiten zu können in der Schule? Oder also das Scheinbar nicht. Ich bin ein Anfänger, ein Anfänger. Es wäre gut, wenn du gut Spanisch kannst. Ich arbeite mit Kollegen, sie kennen gar nichts. Aber ja, es ist egal. Ich lerne immer noch und ich unterrichte Englisch. So ich glaube, dass für meinen Job ist das super. Und ja. Ich meine, du bist ja Engländerin. Insofern ist es ja super, dass die Kinder in Muttersprache unterrichtet werden. Das Beste, was dir für die Kinder passieren kann. Ja. Ist viel besser, ja. Und bist du glücklich hier? Bist du hier schon richtig angekommen? Ja, es ist nicht einfach, aber ich genieße die Herausforderung. Es gefällt mir sehr, ein neues Haus zu haben und ein Ranch. Und so für Zoe auch, so richtig Freunde zu haben, ist mir wichtig und eine Routine zu haben. So Veränderung ist immer gut so. Dann erzähl uns doch bitte noch, oder ist sicherlich interessant für unser Publikum, was gefällt dir am meisten an Argentinien? Was ist das, was dich hier am meisten begeistert? Oh, das Wetter natürlich. Es ist sonnig 300 Tage des Jahres. So, die Sonne, blauer Himmel. Herrlich. Und die Leute sind mehr entspannt und das gefällt mir sehr. Ja. Und Alfajores, Biscuit mit Karamell, Dulce de Leche heißt es. So. Ja. Typisch argentinisch. Also mir gefällt es hier auch sehr gut. Ja. Sag mal, was hast du denn da? Na, ich habe noch ein paar so. In Argentinien gibt es nicht nur den Hauptakt, da gibt es immer noch ein paar Würste, Chorizo, Blutwürste, wie heißen die?
Morcilla und dann gibt es noch Innereien. Und das sind zum Beispiel Morcilla, Blutwürste. Genau. Dann haben wir hier die Chorizos. Zeig mal hier in die Kamera. Ja, das sieht richtig geil Genau, aus. die gibt es auch noch. Und dann haben wir hier das Innerei. Schau mal an. Tripas. Okay, das sind, muss ich nicht erklären. Innerei. Aber ist gut. Ich freue mich drauf. Ja. Und dann hier, jetzt mal im Ernst, dieses hier, das sind Aranitas. Gibt es 2 so Stück pro Kuh, gibt es 2. Normalerweise nimmt der Carnicero, der Metzger, die heim, aber wir haben die gekriegt. Here we go. Wir essen gut heute. So. Nicht nur Wein ist berühmt in Mendoza, Argentinien, aber Sekt, Chandon, gefällt mir sehr. Und jetzt müssen wir feiern. 2, 3, vamos! Juhu! A la vida. A la vida! Salud. Watch this. And now watch this. We still kiss. Oh, wow. Hablamos, amigos. Nicht heute. Day off. Hammer. Das war echt ein super schöner Tag. Wir essen jetzt. Das Fleisch ist sowas von einzigartig zart. Also sowas, wie wir es in Deutschland einfach nicht kennen. Und so grillen wir halt auch einfach nicht. Wir können nur eins festhalten. Argentinien ist ein ganz geiles Land, um hier auszuwandern. Es ist einfach hier reinzukommen. Man muss keinen großen bürokratischen oder Behördenkram irgendwie beachten. Natürlich gibt es wie in jedem Land so ein bisschen, aber es ist nicht wirklich schwierig. Man kann hier Eigentum erwerben, das Eigentum ist auch nicht teuer und man kann einfach hier machen, was man will und es umsetzen. So, und damit beenden wir dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare. Für all die Dankeschön, die uns natürlich unterstützen bei PayPal. Wir sehen uns in der nächsten Woche und ich esse jetzt weiter. Schöne Zeit. Bis dann. Ciao.